Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir für euch. Für diesen Topflappen benötigt ihr 3 gleiche Teile und eins davon werde ich euch jetzt zeigen. Dazu nehmt ihr euch am besten 2 Marker, zumindest für die Anfänger, damit ihr die Anfang- und die Endmasche besser erkennen könnt. Denn bei dem Muster verdreht sich die Masche etwas und kann auch mal leicht ausgelassen werden. Wir beginnen, indem wir den Faden zwischen Mittel- und Zeigefinger hindurch von außen herumnehmen, zweimal um den Daumen herum und den Faden mit den kleinen und dem Ringfinger festhalten. Dann geht ihr mit der Nadel von oben nach unten hindurch, holt euch den Spannfaden aus der Mitte, durch eine Luftmasche und durch eine zweite Luftmasche. Dann könnt ihr den Daumen aus der Schlinge ziehen und häkelt um die beiden Fäden herum 2 halbe Stäbchen. So. Angaben zur Wolle und zur Nadel wie immer unten in der Infobox. So, nachdem ihr 2 halbe Stäbchen in den Ring gehäkelt habt, könnt ihr diesen zuziehen. Dann kommen 2 Luftmaschen, drehen, einen Umschlag und in die hintere Lasche der Masche einstechen und ein halbes Stäbchen häkeln. Einen Umschlag, in die gleiche Lasche noch ein halbes Stäbchen häkeln. Einen Umschlag, in die nächste Masche komplett einstechen. Guckt, dass ihr da etwas seitlicher einstecht. Ein halbes Stäbchen und nochmal in die gleiche Masche ein halbes Stäbchen. Seitlicher, damit die beiden Seiten etwas gerader sind. So, und hier seht ihr das schon, die Masche beugt sich etwas nach vorne und deswegen dann lieber die Marker setzen. 2 Wände Luftmaschen, drehen und in die erste hintere Lasche 2 halbe Stäbchen häkeln. Jetzt am besten direkt die erste Masche markieren, die sich auch hier schon so ein bisschen dreht. Dann in die hintere Lasche bis zur letzten Masche jeweils ein halbes Stäbchen. Und dann in die letzte 2 halbe Stäbchen. 2, 4, 6. Also wir sind von 2 auf 4 und von 4 auf 6. 2 Wände Luftmaschen, drehen und wieder in die hintere Lasche. 2 halbe Stäbchen. In das erste Maschenglied den Marker lieber wieder setzen. Nun wieder in jede Masche, also in die hintere Lasche, ein halbes Stäbchen. Und hier in der letzten, wo wir den Marker haben, wieder 2 halbe Stäbchen, aber in die ganze Masche einstechen. Damit der Rand auch schön fest bleibt und sich nicht zu weit zieht. Außerdem beim Vernähen nachher lässt sich das dann auch besser handhaben. 2 Wände Luftmaschen, drehen, wieder in die erste Masche ins hintere Schläufchen, 2 halbe Stäbchen, Marker wieder setzen. Danach wieder in jede hintere Lasche der Masche ein halbes Stäbchen bis zum Ende. Und hier wieder gut zu erkennen durch unseren Marker. In die letzte Masche komplett einstechen und 2 halbe Stäbchen. 2, 4, 6, 8, 10.
2 Wendeluftmaschen in die hintere Lasche, 2 halbe Stäbchen, den Marker wieder in die erste Masche setzen, danach in jeder Lasche nur ein halbes Stäbchen. Und hier auch wieder durch unseren Marker gut zu erkennen, in die letzte Masche 2 halbe Stäbchen, komplett eingestochen. Und jetzt haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12. Zwei Wendeluftmaschen und wieder in die hintere Lasche 2 halbe Stäbchen. Den Marker wieder in die erste Masche setzen und nun wieder in jede Masche ein halbes Stäbchen. Marker rausnehmen und in die letzte Masche 2 halbe Stäbchen. So. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Und so häkeln wir jetzt erst einmal Reihe für Reihe weiter hoch, bis ihr 20 Maschen habt. Und dann wird anders gehäkelt. Wenn wir 20 Maschen gehäkelt haben, kommen wir nun zu den Abnahmen. Dafür machen wir 2 Wendeluftmaschen, einen Umschlag, gehen in die erste hintere Lasche und dann in die zweite hintere Lasche und maschen diese gemeinsam ab. Auch hier wieder besser den Marker setzen, da die Masche sich verdreht. Dann häkeln wir rüber auf die andere Seite. Auch wieder nur in den hinteren Laschen. Bis wir nur noch 2 Maschen übrig haben. So, 2 Maschen übrig. Einen Umschlag in die erste hintere Lasche einstechen, Faden holen, in die zweite, letzte einstechen, Faden holen und gemeinsam abmaschen. 2 Wendeluftmaschen drehen, einen Umschlag in die erste hintere Lasche einstechen, in die zweite Masche einstechen und alle Laschen gemeinsam abmaschen. Und auch hier wieder den Marker setzen.
Danach wieder in jede Masche ganz normal ein halbes Stäbchen in die hintere Lasche häkeln. Und auch hier wieder die letzten beiden Maschen, einen Umschlag in die hintere einstechen, Faden holen, in die letzte komplett einstechen, Faden holen und alle Maschen gemeinsam abmaschen. 2 Wendeluftmaschen, drehen, einen Umschlag und in die erste hintere Lasche und in die zweite hintere Lasche einstechen und alle 4 Schlaufen gemeinsam abhäkeln. Marker wieder setzen und dann wieder rüber. Und ein letztes Mal zeige ich euch nochmal eine Abnahme. Einen Umschlag in die hintere Schlaufe, dann in die letzte Masche komplett einstechen und alle 4 Laschen gemeinsam abmaschen. 2 Wendeluftmaschen, drehen, in die erste Lasche mit einem Umschlag einstechen, in die zweite ohne, 4 Laschen auf der Nadel und wieder gemeinsam abmaschen. Und so geht das jetzt weiter, Reihe für Reihe, bis ihr nur noch 2 Maschen übrig habt und dann zeige ich euch noch kurz das. Und am Ende die letzten Maschen, die letzten 4, einstechen, Faden holen, einstechen, Faden holen, gemeinsam abmaschen. Die letzten 2 Faden holen, auch in die letzte komplett einstechen, gemeinsam abmaschen, nur noch 2 Maschen. 2 Wendeluftmaschen, in die hintere Lasche einstechen, Faden holen, in die letzte komplett einstechen, Faden holen und alle gemeinsam abmaschen, sodass ihr nur noch eine Masche am Ende übrig habt. Dann könnt ihr den Faden abschneiden, Faden durchziehen, dann stechen wir nochmal in die Masche ein, holen den Faden hindurch, nochmal durch die Lasche und schließen das Projekt und fertig ist das erste Teil von 3. Nachdem wir dann 3 Teile davon gehäkelt haben, setzen wir diese so zusammen und vernähen noch alle 3 Teile zusammen. Das hier wird sich dann dementsprechend noch zusammenziehen. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, insofern ihr alles auch gleich gehäkelt habt. Und wie ich das Ganze vernähe, zeige ich euch jetzt noch kurz. Ich lege die beiden Teile aufeinander, gehe hier einmal komplett rum. So. Und jetzt steche ich ab hier
immer so einen halben Zentimeter spalte ich die Fäden. Erst in die hintere weiße und in der gleichen Höhe, am besten legt ihr euch den Faden so rüber, ab dem Faden in der Vorderreihe bei der Schwarz wieder einen halben Zentimeter. Dann legt ihr euch den Faden wieder rüber, dann gehen wir wieder zu der Weiß, in der gleichen Höhe. Fäden spalten. Rüber. Das Ganze dann bis zur Mitte, also nur dieses Stück, könnt ihr dann noch mal so ein bisschen anziehen und ab hier dann schon das dritte Teil hinzunehmen. Schaut da, ob die Musterung so ein bisschen gleich ist. So. Und dann geht es auch hier weiter. Breiteste Stelle. Dann gehe ich einmal durch das Weiß, einmal durch das Schwarz und nehme das Rot in der Mitte mit. So. Und dann auch hier wieder das Ganze so zusammennehmen. Und auch hier wieder circa einen halben Zentimeter immer im Wechsel. Erst das hintere Teil, dann wieder das vordere Teil reinstechen und zusammennähen. Entscheiden wir uns noch, wo wir das Schläufchen hinmachen wollen. Entweder bei Weiß, dass der Würfel so steht, bei Schwarz oder bei Rot. Ich habe mich für Rot entschieden. Dazu nehmt ihr noch den Faden, fädelt diesen ein. Dann mache ich die erste Luftmasche mit beiden Fäden. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann geht ihr in die Masche zurück, eine Kettmasche, dann daneben, nehmt den anfangs lockeren Faden mit, dann braucht ihr ihn gleich auch nicht mehr zu vernähen. Noch eine Kettmasche, dann drehen wir das Ganze und stechen nun in die gebildete Schlaufe ein und häkeln eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und das letzte 10. schließen wir hier am Rand mit einer Kettmasche. Faden kappen.
ziehen. Wenn sich hier auch so ein Löckchen gebildet hat, könntet ihr den Faden da drin dann so beenden. Und sobald ihr alle Fäden vernäht habt, seid ihr stolzer Besitzer dieses 3D-Topflappenwürfels. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr dies kostenlos tun. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, dann seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand, sobald ein Video hochgeladen wird. Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche und sage hiermit bis zum nächsten Mal.